So, meine Freunde, euch hat das letzte Mal gut gefallen, als wir mit Spammern ein bisschen anders umgegangen sind, als normale Menschen das tun. Und ich habe heute, eigentlich gestern, wie auch immer, am Mittwoch, den 19. August 2020 um 11:36 Uhr einen tollen Alert bekommen, der mich erstmal sogar ein bisschen nachdenken lassen hat, weil, sich ein bisschen was geändert hat bei meinem Mail-Dingens. Und hier stand tatsächlich the-morpheus.de Storage Alert. Account User Kontakt at the-morpheus.de hat sein Quota-Limit erreicht. Also tatsächlich, ich hätte nicht mehr genug Speicherplatz. Ich soll mich doch bitte hier anmelden, damit das nicht passiert. Und Dear Contact, das ist schon mal das erste Warnzeichen. Auf gar keinen Fall solltet ihr irgendwie auf Dear Contact antworten. Vor allem source-themorpheus.de Team 2020, ne? Also sehr, sehr interessante Sache. Hier sehen wir auch den Absender techcet-eg.com. Wenn ihr nach techcet-eg.com googeln, das mache ich jetzt gerade mal hier, dann sehen wir eigentlich Technology City LLC, All Technology Features in One Place. Und ja, das ist tatsächlich eigentlich eine legitime Seite. Aber der große Unterschied ist, TechCET, der Absender von dieser E-Mail hier, der ist tatsächlich, hier oben ist es, vor allem me at TechCET. Genau, E-Mail Administrator, den Namen kann sich jeder geben übrigens, aber diesen Absender hier, den kann man nicht an sich fälschen. Zumindest nicht ohne weiteres. Und ja, wir sehen hier, Tech City oder Technology City ist eigentlich eine tatsächliche Firma, die sowas macht, also die irgendwie wahrscheinlich E-Mail-Server oder sowas beantragt. Da kann man auch durchaus draufklicken. Aber hier TechCET mit 2i geschrieben, ist offensichtlich dann ein Abklatsch davon und nicht ernst gemeint. Wir können hier auch mal ganz kurz auf TechCity, also die originale Webseite, draufklicken. Und hier sehen wir, ja, die bieten auch Software-Sachen an. Das heißt, wenn jetzt jemand keine Ahnung hätte und die würde vielleicht nicht an meine Kontakt-E-Mail gesendet werden, sondern an irgendjemand anders, dann hätten wir natürlich ein Problem. So, das ist die Webseite, allerdings nicht ganz der originale Link. Der originale Link, den sehen wir hier. Adresse des Links wäre noch mit Hashtag Kontakt at the-morpheus.de, also meine E-Mail-Adresse hinten dran. Das habe ich jetzt hier mal rausgemacht. Und ja, lasst uns das mal ganz kurz untersuchen hier. Beziehungsweise, was heißt eigentlich untersuchen? Ich will den Seitenquelltext sehen und den sehen wir hier. So, wie ist die Seite denn aufgebaut? Also wir haben hier einmal oben offensichtlich jQuery eingebunden, wir haben Google API eingebunden. Interessant. Gut, okay, hier auch jQuery Min. Wir haben jQuery offensichtlich zweimal eingebunden. Warum auch nicht? Hier noch ein drittes Mal eingebunden. Kann man machen, muss man eigentlich nicht. Wir sehen hier, ist das geil. Okay, das ist wirklich kreativ, muss ich jetzt mal gerade so sagen. Hier tatsächlich, das Pfaff-Icon hier oben ist jetzt in unserem Fall nicht gesetzt, weil wir hier die Hashtag Kontakt at the-morpheus.de weggelassen haben. Aber, wenn wir, Sekunde, ist es noch vielleicht weiter unten? Ja, hier ist, ich gehe jetzt noch weiter. Ja, hier, genau. Var E-Mail ist gleich window.location.hash.substring von 1. If not E-Mail, lassen wir das. Else machen wir hier Folgendes. Der schnappt sich hier von Google tatsächlich das Thumbnail. Das gucken wir mal ganz kurz nach, ob das wirklich so funktioniert. Ja, Tatsache. Google.com/s2/fav-icons und dann Size 64, das heißt, er holt sich das Fav-Icon von der Domain the-morpheus.de mit der Größe 64. Und wir sehen hier, man kann es nicht gut sehen, aber man sieht es ein kleines bisschen. Das Ding ist absolut schwarz natürlich, ihr kennt meinen Icon. Dass das einfach wirklich mein Icon ist, was er sich hier quasi lädt von Google und das setzt er dann hier oben irgendwie hier rein, in dieses Logo, also in dieses Logo-Image und den Logo-Name setzt er einfach tatsächlich auf meine Domain. Das ist tricky, muss man schon sagen. Okay, beim Submit-Button, das ist der Button hier offensichtlich, das muss der Submit-Button eigentlich sein. Also offensichtlich eine bösartige Website, weil keine normale Webseite würde sich sowas holen. Die bösartige Website nimmt dann auf dem Submit-Button, Errors werden gehidden, ja, also die werden nicht angezeigt. Das wird nicht angezeigt. Event Prevent Default. Und dann wird hier sogar tatsächlich überprüft, ob die E-Mail eine gültige E-Mail-Adresse ist. Ansonsten bekommen wir einen Error angezeigt, dass die E-Mail nicht richtig funktioniert. Ansonsten gucken wir,
ob die E-Mail hier tatsächlich funktioniert. Und dann holen wir uns den Substring von der E-Mail. Und hier sehen wir New Injection. New Injection. Und das nächste geht dann hier weiter auf die URL chalkwoodhouse.co.za. Jetzt interessiert mich mal ganz kurz, was co.za ist. Eine Top-Level-Domain von Südafrika. ZA, South Africa. Ich hätte das jetzt nicht mit Z geschrieben, aber kann man wohl machen. Südafrika, daher kommt das wahrscheinlich. Eine Dutch Abbreviation. Okay, das erklärt einiges. Das heißt, das ganze Ding geht an diese Adresse hier, und zwar an next.php. Jo, und dann sehen wir hier Type Post. Das heißt, wir posten dort quasi E-Mail und Passwort hin. Und dann sehen wir hier data.serialize before send, wird noch was verifiziert. Und bei Success wird diese Funktion hier ausgelöst. Und zwar wird eine Nachricht angezeigt mit OK. Und anschließend hier tatsächlich redirected auf den Redirect-Link. Und ja, Redirect-Link ist dann tatsächlich die originale URL. Also der verweist mich einfach weiter an meine Webseite. Also MySlice ist quasi the-morphize.de in meinem Fall. Und verweist mich dann da einfach weiter, und dann sieht es halt für mich aus, als hätte ich irgendwas falsch gemacht und ich wäre einfach wieder zurückgewiesen worden an meine normale Webseite. Das ist eine sehr, sehr gute, also was heißt sehr, sehr gut, die E-Mail war komplett grottig, aber eine sehr gute Phishing-Seite in dem Sinne, weil man nicht sofort sieht, was hier passiert. Ich meine, dass hier wirklich jemand dahinter steht aus Südafrika, also diese Domain hier aus Südafrika, die würde man jetzt erstmal nicht vermuten. Ich werde auch gleich mal gucken, was das hier ist. Allerdings werde ich dazu meinen Browser erstmal mit VPN und so weiter, ihr kennt das ganze Spielchen, in der VM angucken, weil ich nicht genau weiß, ob hier tatsächlich was Böses dahinter steckt. Aber hier, da habe ich vorher mal reingeguckt, dass hier kein Virus dahinter steckt. Und ja, wir haben offensichtlich hier eine Webseite, die einfach E-Mails und Passwörter klaut. Also hier, die speichert sich alle E-Mails und Passwörter und versucht dann natürlich, naja, was im Endeffekt hier hinten dran passiert, ist Folgendes. Wenn ihr euch jetzt hier mit E-Mail und Passwort anmeldet, dann wird das zu deren Server geschickt, dort gespeichert, und ja, dann ist natürlich klar, dass die dann versuchen, sich mit eurer E-Mail am richtigen Service-Provider anzumelden. Und wir sehen hier sogar, das Ding hat ein Zertifikat. Wir müssen mal kurz gucken, wer das Zertifikat ausgestellt hat. Google Trust Service, ja. Das muss man sich mal geben. Google hat hier ein Domain-Zertifikat für web.app ausgestellt. Und ja, mal gucken, was web.app ist. Also web.app verweist uns an Firebase, Google Hosting sozusagen. Das heißt, die Webseite liegt sogar direkt bei Google, und deswegen bekommen wir hier natürlich auch ein Google-Zertifikat. Das heißt, Google hat quasi unterschrieben, dass diese Webseite, oder Google unterschreibt für diese Webseite, damit die auch verschlüsseln können. Ansonsten würden die natürlich direkt gesperrt werden. Mittlerweile sperrt Chrome oder Chromium oder ich glaube Firefox mittlerweile auch, sperrt alles, was kein HTTPS ist erstmal. Und ja, dadurch, dass das Ding bei Firebase gehostet ist, ist das natürlich bösartig hier offensichtlich, also quasi einfach mal hier so als Parasit vorne dran gesetzt, ist natürlich nicht okay. So, und dann die Chalkwood House Nursery School ist das hier. Das sieht tatsächlich aus, also chalkwoodhouse.co.za sieht erstmal gutartig aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier tatsächlich einiges, oder dass hier tatsächlich ein Security Breach bei denen vorliegt. Ich weiß allerdings nicht, ob die ganze Webseite einfach nur fake ist oder ob tatsächlich hier die Webseite verwendet wurde, dieses DSS next.php da eingebettet wurde in diese Webseite und die quasi auch gehackt wurden. Das kann man so nicht sagen. Könnte eine legitime Webseite sein. Christian-based Nursery School, das will man halt auch nicht reporten, ne? Das ist halt das Problem. Jo, schwierig das Ganze. Ich würde sagen, was wir hier machen können, bevor wir es reporten, ist Folgendes. Und zwar, naja, die sammeln quasi Nutzeraccounts, ja, also quasi irgendwelche Nutzeraccounts und versuchen sich dann damit einzuloggen. Was würde jetzt wohl passieren, wenn die sehr, 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 sehr viele Nutzeraccounts haben? Das heißt, wenn hier wirklich mehrere 100.000 Nutzeraccounts sich anmelden würden und die müssten die echten Nutzeraccounts dann rausfiltern. Ja, was würde da wohl passieren?
Diskutiert mal in den Kommentaren, was da wohl passieren würde. Wahrscheinlich würden sie durcheinander kommen und hätten irgendwann keinen Bock mehr und würden alle wegschmeißen. Deswegen, was wir jetzt machen werden, ist einfach uns einen kleinen Bot schreiben, den ihr übrigens gerne kopieren dürft. Ich packe euch den in die Kommentare. Wir safen oder wir schützen dadurch quasi andere Leute davor, auf diese Webseite reinzufallen, weil natürlich, wenn wir jetzt hier Fake-Daten angeben, also bloß keine echten Daten angeben bitte, aber wenn wir hier Fake-Daten angeben, dann ja, haben wir natürlich hier die Möglichkeit, andere Leute, die wirklich ihre echten Daten angeben, zu verschleiern. Die fallen dann einfach quasi unters Raster. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Sache, die wir hier durchaus machen können. Wir suchen uns jetzt nochmal ganz kurz diese New Injection. Ich finde es immer noch toll, dass hier einfach New Injection steht. Sammeln wir uns und zwar hier, das ist die URL, die wir brauchen. Und jetzt lasst uns mal kurz auf Python switchen. So, zunächst einmal sagen wir hier if name gleich main, weil ich bin mittlerweile wirklich alt geworden, ich muss euch das mal sagen, ich bin zu faul geworden, mir jedes Mal hier tatsächlich eine neue Runtime-Configuration zu machen, deswegen habe ich hier immer diese eine Zeile, das ist sowieso ordentlich und dann habe ich hier eben die Möglichkeit, Run einfach zu klicken. Ich bin wirklich, wirklich alt geworden, okay? Ja, und dann sagen wir jetzt hier einfach mal while true send mail send random request. Nennen wir es send random request. So, dich erstellen wir. Und natürlich die Klammern wegmachen. Ich bin gerade noch in einer anderen Programmiersprache drin, tut mir leid. So, und dann machen wir hier die Funktion. Okay. Und was wir jetzt hier reinmachen, ist folgendes. Wir senden einfach einen Post-Request an diese bösartige URL. Das heißt, wir importieren hier natürlich Requests. Wir importieren JSON, um genau zu sein. Und was wir brauchen, ist die bad URL ist gleich das da. Und dann brauchen wir natürlich noch, was brauchen wir noch? Richtig, wir brauchen noch irgendein Wörterbuch an Namen. Ich suche das mal ganz kurz im Netz. So, ich habe was gefunden und ja, das ist relativ interessant. Das funktioniert sogar in der Command-Line. Einfach sudo pip install names habe ich jetzt gerade mal kurz gemacht und dann kann man hier tatsächlich hergehen und kann sich einfach Namen generieren lassen. Das wird noch nützlich werden. Das heißt, ich mache mal ganz kurz eine kleine Demo. Einmal kurz Python aufmachen, weil wir natürlich auch Python benutzen werden und dann kann ich hier import names machen und dann names.get Full Name und das komplett zufällig generiert, Marion Perez, und dann müssen wir einfach nur das Leerzeichen ersetzen durch einen Punkt oder sowas oder durch einen Bindestrich, wahrscheinlich machen wir einen Punkt. So, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch Import Names und ja, dann machen wir hier einfach mal Folgendes, also E-Mail ist gleich und dann sagen wir hier names.get Full Name. Ich kann sogar das Geschlecht angeben. Wie geil ist das denn? Und dann machen wir hier ein kurzes Replace. Und was wir replacen wollen, ist im Endeffekt einmal das Leerzeichen. Und zwar wollen wir das ersetzen durch einen Punkt. Dann haben wir quasi ein Marion.Perez, war das gerade. Dann sagen wir hier, was muss noch hinten dran? Naja, natürlich ein Add. Und dann sagen wir hier random. Achso, random brauche ich auch noch. Import random. So, random.choice. Und ja, dann haben wir hier oben noch einige E-Mails, also E-Mail-Provider sozusagen. Dann haben wir hier einmal gmail.com, dann haben wir, was haben wir noch, gmx.net haben wir, web.de, yahoo. Was haben die.de, glaube ich. Was gibt es noch? Lasst mich mal kurz danach gucken. Okay, es ist nicht yahoo.de, es ist yahoo.com. Ich habe gerade mal hier tatsächlich nachgeguckt, was die Top-Dinger sind. Hotmail.com, tatsächlich AOL.com. Hätte ich nicht gedacht, dass es die immer noch gibt. Dann hotmail.co.uk. Dann haben wir hotmail.fr. Dann haben wir msn.com. Ich wusste nicht mal, dass es die noch gibt. Halleluja. Und jetzt pausiere ich euch mal und tippe hier einfach noch ein bisschen weiter. So, und jetzt machen wir hier natürlich einen random.choice von E-Mails und dann bekommen wir hier eine E-Mail-Adresse, die eigentlich soweit gültig sein sollte. Lasst uns das mal ganz kurz ausprobieren. Danach müssen wir natürlich hier erstmal exiten, damit wir das auch haben. So, und wo haben wir? Die Main ist hier. Okay, und ja, wir kriegen jetzt hier offensichtlich ein erika.nelson@free.fr. Meiner Meinung nach eine absolut valide E-Mail-Adresse.
Und ja, was wir jetzt als nächstes nehmen, ist, wir nehmen irgendeinen Passwortgenerator. Das heißt, wir sagen hier, wir importieren erstmal String, Import String und dann sagen wir hier, Passwort ist gleich, ja, erstmal ist ein Passwort eine Liste, quasi eine Buchstabenliste. Und zwar sagen wir hier, wir wollen random.choice aus String. Punkt, was wollen wir denn? ASCII-Letters. Also wir suchen uns quasi einen zufälligen ASCII-Letter. Und zwar machen wir das. Ja, vielleicht war die Liste keine so gute Idee, weil wir müssen hier noch das dann machen. Wir benutzen Join dafür. .join und sagen hier, wir joinen die random ASCII-Letters. Und zwar, wie viele wollen wir for i in range? Ja, wie viele machen wir? Ich würde sagen, das ist auch zufällig. Und zwar random.randint zwischen, sagen wir mal, man braucht normalerweise mindestens 8 mittlerweile und maximal haben wir 12. Also wir machen quasi ein zufälliges Passwort mit 12 Buchstaben und das wird ein Passwort sein. Ja, das sollten wir vielleicht noch printen. Nur mal kurz, um zu testen, ob das soweit auch gut ist oder ob ich mich irgendwo verschieben habe. So, wir haben EBD, JEG, AA, TZR. Das sieht doch sinnvoll aus, oder? Hier machen wir vielleicht noch Plus String. Ich weiß nicht, ob Digits da auch schon dabei sind. Ich glaube nicht. So, ja, das ist wunderbar. Da kriegen wir was Zufälliges bei raus. Und da haben wir dann sozusagen eine wunderbare Zusammenstellung aus E-Mail und Passwort. So, und die schicken wir jetzt da einfach in Bulk hin. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen... ja, was wollen wir denn eigentlich schicken? Wir wollen hier ein JSON uns bauen. Und zwar sagen wir erstmal hier, Payload ist gleich, was bauen wir uns denn hier zusammen? Übrigens, nur falls ihr euch jetzt gerade wundert, ob das nicht in Richtung DDoS-Angriff fällt. Nein, wir werden gleich noch einen kleinen Delay hier unten einbauen mit Time. Das mache ich sogar mal direkt am Anfang, nicht, dass ihr mir hier wegschaltet. Und zwar sagen wir hier time.sleep, sagen wir mal 1 Sekunde, ja? Und wenn wir das Ding 1 Sekunde schlafen lassen, dann ist es für den Server überhaupt nicht anstrengend. Das heißt, das ist kein Denial-of-Service-Angriff. Wir können das absolut legal machen. Das ist nämlich nicht bösartig hier, was wir tun. Was allerdings trotzdem passiert ist, dass die Leute überhaupt keine Ahnung mehr haben, was eigentlich eine echte oder was eine falsche Anfrage ist. Vielleicht sollten wir hier sogar ein Random reinmachen. Ein random.randint. Und zwar sagen wir hier zwischen 1 und 1000. Und wir teilen, da das ja Sekunden sind, wir teilen das hier jetzt mal durch, dann sind es maximal 100 Sekunden, wo wir nichts machen. Das ist, glaube ich, ganz okay. So, dann ist nämlich noch mehr verwirrend, weil random, dann wirkt es immer irgendwie menschlicher. So, und ja, jetzt sagen wir hier, wir wollen einen Payload machen. Und zwar der Payload, den müssen wir nochmal kurz auf der E-Mail, auf der Webseite nachgucken. Source Code ist, jetzt, wo senden wir? Hier, Type Post. Und Data, das ist Data, das da. Das müssen wir 1:1 kopieren. Das können wir sogar hier reinmachen. So, verdammt, jetzt hätte ich doch die wegmachen müssen. Mach dich weg, troll dich. So, okay. E-Mail und Passwort. Und das machen wir auch. So, und jetzt müssen wir das hier natürlich noch in Anführungsstriche stecken. Und die E-Mail muss allerdings nicht in Anführungsstrichen, das soll ja tatsächlich die E-Mail hier oben sein. Das heißt, wir sagen jetzt hier E-Mail, Doppelpunkt und E-Mail und Passwort und Doppelpunkt Passwort. So, und das kommen wir hier hinten, dann brauchen wir auch nicht. Okay, wunderbar. Das ist der Payload. Jetzt gucken wir, dass wir das Ganze weggeschickt kriegen und das machen wir über, so, das heißt, wir machen jetzt hier Folgendes. Wir machen einen Requests.post, logischerweise, weil wir hier, ja, posten müssen. Und was wir posten, ist im Endeffekt an die bad URL. Was wir hier auch noch reinpacken ist allow-redirects ist gleich false. Das setzen wir quasi aus, damit wir nicht redirected werden auf irgendeine andere Seite. Denn ansonsten könnte es sein, dass wir die Seite halt hier aufrufen, also aol.com, hotmail.com und so weiter und so fort. Das wollen wir nicht. Und die Data setzen wir selbstverständlich auf den Payload. Jo, und dann hier unten noch einen eine kleine Debug-Ausgabe für uns, Print, damit wir wissen, wie viele wir hier gemacht haben. Vielleicht bauen wir hier auch noch einen coolen Counter ein oder sowas, damit wir wissen, wie viele wir hier schon gesendet haben. Und wir printen jetzt, was printen wir denn? Sending Number
Achso, halt, das ist ein Format String. Also F vorne dran, Sending Counter. Und dann sagen wir hier E-Mail and Password. So, das ist quasi für uns als Zwischenspeicher sozusagen, damit wir wissen, was wir überhaupt getan haben. Und hinten dran sollten wir vielleicht noch vorne dran sollten wir den Counter erhöhen. Counter plus gleich 1. Und jetzt müssen wir den Counter hier noch übergeben, sozusagen. Counter ist gleich Counter. Ups, Counter. So, ja, genau, das setzen wir jetzt einfach mal so. Und was wir für die ersten paar Male noch machen, ist das Result hier zwischenspeichern kurz und uns noch kurz das Result ausgeben. Print Result. Ja, vielleicht sogar ohne Punkt komplett. Und ja, jetzt können wir eigentlich hier hergehen und das Ganze starten. Allerdings werde ich dafür mal ganz kurz hier mein System ein bisschen, nun ja, sagen wir mal ein bisschen absichern, okay? Das heißt, wir machen das natürlich nicht einfach so, sondern wir machen hier das Ganze über VPN. Jo, nur damit die halt quasi nicht meine IP-Adresse jetzt bekommen, weil wenn die meine IP-Adresse hätten, dann könnten sie mich früher oder später irgendwann bannen. So kann ich einfach morgen oder alle paar Stunden eine andere IP-Adresse nehmen und sie noch ein bisschen mehr verwirren. Okay, ihr könnt natürlich hier auch Tor benutzen, Proxy-Chains, alles mögliche. So, wir sehen hier justinsachse@aol.com, das hört sich super deutsch an. Und die Response ist eine 200, das heißt, es war okay. Und ja, jetzt lassen wir das einfach mal ein paar Stündchen laufen. Ich mache jetzt Feierabend, es ist jetzt gerade, ja, wie viel Uhr haben wir? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Spaß genug hatten wir und wir machen das jetzt einfach mal, wir lassen das jetzt über Nacht laufen und morgen früh schauen wir weiter. Gut, ich werde jetzt natürlich noch im Nachgang, während wir das hier gemacht haben, werde ich natürlich noch die Seiten reporten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Ich packe euch wieder mal natürlich den Link in die Beschreibung. Auch den Link zu diesem Skript hier packe ich euch in die Beschreibung. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.